Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. So, wir laufen gerade nach Pemberton, um uns mal die Stadt anzugucken, beziehungsweise zum Visitor Center zu gehen und überhaupt zu gucken, was es hier so zu erwandern gibt. Es dauert allerdings ein bisschen mehr als eine Stunde. Und hier ist gerade wieder ein Frisbee mitten im Wald. Aha, jetzt haben wir auch den Namen dieser Sportart. Da rennen hier durch den Wald und schmeißen dann Frisbees durch die Gegend. So, unterwegs in Pemberton. Allerdings hat hier zum Sonntag irgendwie alles zu. Nicht alles. Oder vieles, auf jeden Fall vieles. Genau. Bis jetzt gefällt uns das irgendwie noch nicht so richtig hier. Und auch so es sind zwar Berge da, aber es sieht jetzt irgendwie nicht so überwältigend aus wie Wir sind andere. einfach extrem verwöhnt von Alberta. Denke ich mal, es ist schon schön hier, es ist schon ein schönes, nettes Örtchen. Mal gucken, was die Nicht Preise ganz, sind. nicht ganz so viel los, aber es ist eben nicht Alberta. So, nachdem wir jetzt eine sehr leckere Pizza gespeist haben, gucken wir uns noch ein bisschen das Städtchen an. Der sieht doch echt schön aus. Und was sagen Sie zu dem schönen Bahnhof? Ja, das ist kein Bahnhof, aber sieht ganz witzig aus. Aber es ist direkt an der Schiene. Stimmt, aber da oben ist der eigentliche Bahnhof. Okay, da ist da der eigentliche Bahnhof und das ist einfach nur ein schönes Extra. Guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Der Tobi und ich. Tobi, wo geht's denn heute hin? Heute gehen wir zu den Niagara Falls. N-A-I-R-N Falls. Genau, das ist so das Highlight hier. Eigentlich hier bloß so flache Wanderung. Für die großen Bergwanderungen müsste man jetzt nochmal ein paar Kilometer durch die Gegend hitchhiken. Da muss man nicht so aufmachen. Ich glaube, das nächste Mal werden wir uns auch einen privaten Campground suchen, weil wir mittlerweile echt ein bisschen genervt sind von den Provincial Park Campgrounds. Also an sich haben wir kein Problem damit, dass es nur Toiletten gibt, aber das hätten wir in der Wildnis halt auch. Nee, uns fehlt irgendwie immer sowas zum Waschen oder zum Duschen zumindest oder um irgendwas, ja, um unser Zeug abzuwaschen. Es ist halt alles immer so ausgelegt für Wohnwagen und Auto, aber so für Leute, die jetzt nur mit dem Fahrrad kommen und so weiter, die müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen, definitiv. Deswegen das nächste Mal vielleicht lieber wieder ein privater. So, wir haben die Wasserfälle hinter uns gelassen, sind nochmal kurz zum Campground und machen jetzt eine etwas schwerere Wanderung. Lumpies Epic heißt der Trail. Ist einer von den schwereren. Ist das schwarz oder blau? Schwarz und das ist Most
Most difficult. Okay, also dann schauen wir mal, was uns erwartet. Das ist ganz cool hier. Das ist einfach so ein kleinen Schwimmsteg. Kleinen Steg, an dem man einfach so schwimmen kann. Das macht er doch mit Absicht. So, und hier ist der Beweis, dass Foodlocker eine echt gute Option sein sollten, auch in Provincial Parks. Wir mussten unser Zeug heute vorne im Zelt lassen, weil wir können das nur abends einsperren in dieses Office. Dann hat sich das Eichhörnchen alle Riegel geholt. Das ist alles leer. Aber die ganze Tüte war voll mit Riegeln. Und es hat alle weggesnackt. Jetzt sogar den Apfel angeknabbert. Tobi ist gerade schon auf der Suche, ob er noch ein paar findet. Ist der noch zu? Ja, ist nicht drin. Fuck. Also die einzige Möglichkeit, was wir noch hätten machen können, ist unser Essen hinten bei den Mülleimern mit reinzustellen. Das sind ja diese bärensicheren Mülleimer. Und die kann man hinten nochmal öffnen, um diese Müllsäcke rauszunehmen. Aber das wollten wir halt nicht machen, weil dann eben immer alles so nach Müll stinkt. Aber das nervt mich echt, dass die hier keine Foodlocker haben. Also die waren halt immer alle vor Bären und so weiter. Aber man hat keine Washrooms, um die Zähne zu putzen. Oder wir haben jetzt immer in unseren Müllsack gespuckt. Und haben halt keinen Platz, um das Essen irgendwo abzulegen, außer halt abends dann im Office. Und das ärgert mich halt gerade, weil ich will ja wir wollen halt den Tieren ja nichts Böses. Wir wollen nicht, dass sie unser Plastik fressen. Aber die haben ja jetzt wirklich... Die Eichhörnchen haben wirklich alle Riegel geklaut und das waren echt viele. Das waren richtig viele Riegel. Die guten Cliff-Riegel. Und ich meine, klar ist alles plant-based, bla bla, aber deswegen essen die ja trotzdem die Verpackung mit. Und ja, das finde ich gerade nicht so schön. Gerade ein schlechtes Gewissen. Aber was sollen wir machen? Aber wenigstens sind sie in die Drybags nicht reingekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Also das nächste Mal alles in die Drybags. Da hatten wir halt keinen Platz für. Tut mir leid, Eichhörnchen Timmy, aber ja, morgen müssen wir jetzt nochmal neue Riegel kaufen irgendwo. Da meckert er wieder. Hört ihr's? Wo ist mein Essen? Welcome to Riverside Whistler und damit guten Morgen. Wir haben heute vergessen, eine Ansage zu machen. Es ist 11:03 und wir sind schon bei der heutigen... beim heutigen Campground. Ja, krass. Aber es war auch nicht so weit, also keine Ahnung, 25 Minuten. Der Typ ist ja wirklich sehr schnell gefahren. James und James. Ja, wir wurden von James und James mitgenommen aus Great Britain. Die sind ja auch für ein paar Tage oder ich glaube eine Woche bloß. Und haben uns jetzt hier abgesetzt. Und wir sagen dem Provincial Park Zeltplatz Bye-bye und sagen Hallo zu Riverside Whistler. Was irgendwie viel teurer aussieht, als wir es uns leisten können. $50 pro Nacht. Na, mal gucken, ob es hält, was es verspricht. Wir sind angekommen an unserem Zeltplatz. Wunderschön. Und ich weiß, viele von euch verstehen das jetzt vielleicht nicht. Aber für uns ist das unglaublicher Luxus,
dass sie hier einen Foodlocker direkt am Zeltplatz stehen haben. Jeder hat hier seinen eigenen Foodlocker. Der Zeltplatz, der Zeltplatz, der Zeltplatz da hinten und der Zeltplatz da vorne. Alle haben ihren eigenen Foodlocker. Das ist unglaublich arbeitssparend. Und wir haben eine Dusche, wir haben eine Waschmaschine, wir haben Trinkwasser zum Abfüllen. Das ist gerade ein unglaublicher Luxus und das erleichtert so vieles. Eine Spüle zum Abwaschen, irgendwas, wo wir hingehen können zum Zähneputzen. Ist für uns wie ein Spa-Hotel. Ist für uns direkt wie 5-Sterne-Urlaub. Und ich freue mich richtig, dass es hier diese Foodlocker gibt. Weil, ja, für die Tiere, für die Sicherheit der Tiere und der Menschen einfach eine bessere Option. Okay, hier kam gerade jemand vorbei und hat uns gesagt, dass hier gleich neben uns gerade ein Bär lang gelaufen ist. Und jetzt irgendwie in die Richtung weiter. Oh, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Tobi ist gerade noch mal gucken gegangen, aber anscheinend ist er weg. Nichts gesehen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Überall Skipisten. Jetzt gerade auf dem Weg in die Innenstadt von Whistler. Wir haben nämlich heute beschlossen, keinen Hike zu machen. Waren gerade noch einkaufen und haben da ein kleines Sandwich gegessen und einen Muffin. Und haben jetzt beschlossen, dass wir doch keine Lust mehr haben auf Hikes. Und deswegen gucken wir uns heute die Innenstadt an. Wir haben auch nochmal unsere Riegelvorräte, die uns das Eichhörnchen weggefressen hat. Es müssen übrigens ungefähr 20 gewesen sein. Haben wir wieder aufgefüllt und sind damit gerüstet für den Hike morgen. Oder Tobi? Tobi! Tobi! Hey Timmy, wo sind meine Regeln? Wo sind meine Regeln?